Gerade Linien quilten ist alles andere als langweilig. Wenn wir gerade Linien frei quilten, kommt da sowas bei heraus. Es gibt viele unterschiedliche Möglichkeiten. Ein paar dieser Möglichkeiten, die möchten wir uns heute gemeinsam anschauen und gemeinsam quilten. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir quilten los. Ich möchte meine leichten Wellenlinien an dem Shoofly-Block üben. Der Shoofly-Block ist ein 9-Patch und an unserem 9-Patch haben wir an der Seite 4 eingeschnittene Ecken, sodass wir ein Quadrat haben und jeweils Dreiecke zu dem Quadrat hinweisen. Dieser Shoofly-Block bietet ganz viele Möglichkeiten, ihn einfach mal zu üben, wenn wir ihn als Muster einfach nur aufgemalt haben. Für die, die noch nie gequiltet haben, schaut euch den 4-teiligen Anfängerkurs an. Den findet ihr verlinkt in der Infobox. Dort sind 4 Videos, die vom allerersten Schritt bis zum wir versuchen mal frei zu quilten, alles beinhalten. Und wenn wir dann versuchen wollen, frei zu quilten, sind unsere Wellen eine sehr, sehr gute Idee. Wir haben unseren Unterfaden hochgeholt, haben 3-mal auf der Stelle vernäht und wir halten unseren Quilt fest. Das heißt, unsere Hände bilden ein Dreieck und innerhalb dieses Dreiecks können wir quilten. So die Theorie. In der Praxis wird dieses Dreieck mal weiter, unsere Hände stehen mal ein bisschen anders, aber immer suchen wir nach dem Punkt, der uns genug Halt gibt, um unser Garn, unsere Maschine, unseren Stoff so unter der Maschine zu führen, wie wir das gerne mögen. Und wir starten in diesem mittleren Quadrat, in diesem mittleren Shoofly-Quadrat, einfach mit wilden Linien. Das heißt, wir versuchen einfach nur irgendwie mit leichten Schwungbewegungen die andere Seite zu erreichen. Wenn wir das haben, lassen wir unsere Nadel im Stoff. Unsere Linie kann krumm und schief aussehen. Sie muss nicht gerade aussehen. Sie muss nur irgendwie von Punkt A nach Punkt B kommen. Unsere nächste Linie, die quilten wir nun, ohne daran zu denken, dass wir schon eine Linie haben. Die Linie interessiert uns nicht. Wir haben einen neuen Startpunkt. Und von diesem Startpunkt fahren wir in ganz eigenen Wellen wieder zurück. Unsere neue Linie kann mehr Wellen aufweisen oder weniger, fast gerade sein. Wir haben 2 unterschiedliche Linien und wir sehen, wenn wir in diesem Punkt anhalten, erzeugen wir hier eine Spitze. Und diese Spitze ist gut. Das heißt, auch hier möchten wir nun gar nicht an dem Rand lang fahren, sondern dieser Punkt ist unser Startpunkt. Und wieder quilten wir irgendwie drauf los. Die Linien müssen auch nicht gleich nah aneinander oder gleich weit auseinander sein. All das ist egal. Wir möchten nur in freien Bewegungen von einer Seite zur anderen kommen. Wenn sich die Linien berühren, dann ist auch das in Ordnung. Und wir wandern wieder weiter. Haltet immer am Ende einer Linie an und versucht nicht, eure Linie zu kopieren. Lasst zu, dass jede Linie komplett unabhängig voneinander für sich existieren kann. Und wir halten an. Jede Pause ist die Möglichkeit, einmal Luft zu holen, einmal die Hände umzusetzen, einmal zu schauen, was wir schon geschafft haben, zu sehen, ob uns die Linie gefällt oder ob die nächste Linie vielleicht komplett anders aussehen soll. Und wir sind da. Unser erster Block. Die nächsten Blöcke setzen wir außen um diesen Block herum. Ich möchte die nächsten Blöcke in dem Grünton arbeiten, also wechsle ich einmal mein Garn. Ich habe einen Grünton, der aus unterschiedlichen Grüntönen besteht, von Wonderfil, von Fabulux, und das gleiche nochmal changierend mit Gelbtönen, auch Fabulux. Als Unterfaden habe ich Dekobob, ebenfalls von Wonderfil, gewählt. Wenn wir unseren ersten Block fertig haben, arbeiten wir einfach unseren nächsten Block weiter, aber wir möchten nicht die Linien in gleiche Richtung setzen. Wir möchten das Ganze quer zur schon genähten Linie setzen. Unseren Linien haben wir hier noch sehr viel Raum gegeben. Wir möchten in dem kommenden Feld das Ganze ein bisschen kontrollierter und enger schaffen.
Das heißt, wir starten mit einer Welle und hier entscheiden wir uns, wie viele Wellen möchten wir denn in unser Feld packen. Wir setzen das aber nicht vorher fest, sondern wir schauen einfach, wie läuft das. Und von diesem Punkt bleiben meine Wellen jetzt immer 2,5-fach in dieses Feld gesetzt. Wir halten die Anzahl der Wellen bei und wir versuchen kein klares Echo. Wir versuchen Wellen, die jetzt immer mit gleicher Wellenform zur anderen Seite wandern. Das heißt, wir starten hier und wir folgen dem Bogen. Wir werden noch nicht enger, aber wir werden schon ein bisschen gleichmäßiger. Versucht gleichmäßige Bewegungen von der einen zur anderen Seite wiederzugeben und versucht das Ganze in einen Fluss zu bringen. Meine Wellen sind weit auseinander und haben die erste Welle nicht wirklich gespiegelt, aber sie wurden immer gleichmäßiger. Und wir wandern zum nächsten Feld und setzen wieder oben links in der Ecke an. Aber halt, jetzt würde ich in gleiche Richtung wandern. Wir möchten unsere Wellen ja quer zum schon gearbeiteten Motiv setzen. Jetzt versuchen wir die Abstände zwischen unseren Wellen gleichmäßig zu bekommen. Ich habe ein paar mehr Wellen gezeichnet und ich versuche sie gleichmäßig wiederzugeben. Wir möchten noch kein Echo, wir möchten nur immer gleichmäßiger werden. Wenn wir versuchen, etwas genau nachzuzeichnen, dann verändern wir schnell das Tempo. Dann quilten wir langsamer, die Maschine läuft aber gleich schnell. Das heißt, unsere Stiche werden kleiner. Wir versuchen, das Tempo gleich zu halten. Wenn uns das stresst, halten wir an der einen Seite einfach an und kommen eben wieder zur Ruhe, bevor wir unsere nächste Reihe quilten. Was sehr schnell passiert, wenn wir eine Linie immer wieder nacharbeiten, ohne sie exakt kopieren zu wollen, dann flacht unsere Linie zum Ende hin immer weiter ab. Das ist das häufigste Problem bei dem Motiv. Arbeiten wir das auf einem kleinen Stück, fällt das kaum auf. Arbeiten wir das auf einem großen Stück, auf einer langen Bahn, dann haben wir bald keine Welle mehr. Und wir vernähen dreimal auf der Stelle. Wenn wir dreimal auf der Stelle vernäht haben, dann quilten wir wieder unsere Linie. Diese Linie fahren wir nun so genau wie möglich zurück. Nehmt euch Zeit, auch wenn am Anfang eure Stiche dadurch sehr klein werden. Achtet jetzt auf die Abstände. Nehmt euch ein Maß. Was für ein Maß bietet euch euer Füßchen? Irgendein Maß bietet ein Füßchen immer. Und mein Füßchen bietet mir hier die Möglichkeit, mit dieser Seitenlinie, somit mit dieser Seite, immer an die schon gequiltete Linie zu stoßen. Ich möchte wieder aus dem Punkt heraus starten. Das heißt, ich wandere schräg hoch, bis mein Füßchen genau an dem Punkt ist. Das größte Problem, das dabei entsteht, ist, dass wir eine Linie weiterziehen und die andere Seite enger zusammenschieben. Wenn wir merken, dass das passiert ist, ändern wir einfach die Größen. Ziehen wir einfach hier jetzt die Linien etwas weiter, schieben sie hier ein bisschen mehr zusammen, sodass wir keinen Bogen quilten. Wenn wir bei dem Motiv merken, wir verschwinden immer mehr, diese Welle hier wird immer größer und verschwindet immer mehr zur Seite, baut einfach den Anfang einer neuen Welle ein. Verlasst hier einmal die Linie und legt einen neuen Punkt an. Wir haben noch ein letztes quadratisches Feld und in diesem quadratischen Feld versuchen wir aus unserem Echo ein neues Thema zu gestalten. Wir haben unsere geraden Linien geechot. Wie ist es denn, wenn wir sie am Anfang gar nicht verlassen? Wenn wir unsere Linien quilten und unsere Linie aber nicht direkt verlassen, entsteht mit der gleichen Technik ein neues Motiv. Dieses Motiv lebt davon, dass unsere Linien wieder unruhiger werden.
Das heißt, die Kopie der Linie ist gar nicht so wichtig. Der Start und der Anfang, auf dem wir versuchen, über unsere schon gequiltete Linie zu nähen, das ist entscheidend. Dabei ist nah dran ausreichend. Hier sind meine Linien genau übereinander. Hier verlassen sie sich sehr schnell. Hier habe ich sie sogar gekreuzt. All das funktioniert, solange wir am Anfang eng und danach weit werden mit unseren Linien. Und es entsteht eine ganz neue Spannung in dem Motiv. Wir können unser Motiv auch in Dreiecke einbinden. Wir wandern von einer Dreiecksseite zur nächsten. Wir können unser Motiv auch noch in kleineren Wellen umsetzen. Das heißt, wir starten von einer Seite, quilten bis zu einem markanten Punkt, quilten von dem markanten Punkt aus wieder zurück und quilten dann unsere ganze Welle. Wenn wir unsere Wellenlinie verlieren und einfach kreuz und quer nähen, fügt sich das mit den nächsten Linien wieder in unser Motiv ein. Wenn wir zu oft an unterschiedlichen Stellen bis zu einem markanten Punkt und wieder zurück quilten, wird unsere Linie immer flacher. Und nach quilten wir durch unterschiedlich gebildete Wellenlinien unseren Schuhfly-Block. Das Ganze ist wirklich viel einfacher, als man denkt. Probiert es einfach mal aus. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert. Einfach weiter patchen und quilten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.